Jost Schrader. Wir sind hier in Königenrode im Harz am Rapsdröschen. Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb in Sachsen-Anhalt mit 2 Standorten, einen in Magdeburg und einen hier in Königenrode im Harz, 80 Kilometer vom Hauptbetrieb entfernt. Haben dieses Jahr hier 400 Hektar Raps stehen, wo wir jetzt seit gestern am Dröschen sind und auch noch die nächsten 5 Tage am Dröschen sein werden, wenn das Wetter mitspielt. Genau, wir haben hier 2 Lexan 77 am Laufen, einen von den beiden fahre ich. Dazu noch einen Überladewagen mit einem 8R 370 und 2 Abfuhrgespanne, die den Raps zur Halle fahren. Der Hof liegt von den Flächen jetzt ungefähr 1 Kilometer entfernt, also ist kein weiter Weg. In der Halle ist auch noch ein Mitarbeiter, der sich um die Einladung kümmert. Genau. Aktuell ist die Lage hier so ein bisschen schwierig. Der Boden ist sehr feucht. Wir haben hier mehrere nasse Löcher, die wir im Frühjahr immer ganz extrem zu spüren bekommen, wenn wir hier die erste Pflanzenschutzmaßnahme durchführen. Dass wir mit der Spritze hier teilweise bis auf Achse versacken. Dadurch, dass das Jahr dieses Jahr ziemlich feucht ist der Boden immer noch sehr nass, sehr schwammig und wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir mit den Dröschern und mit dem Überwagen nicht festfahren. Aber irgendwo kennt man die nassen Stellen und kann man drum rumfahren. Aber manchmal wird es schon ein bisschen heikel tatsächlich. Aber macht Spaß. Ja. Vor 2 Wochen hat uns hier ein starkes Gewitter erwischt mit Hagel. Hier auf der Fläche haben wir, glaube ich, einen Ausfall von 50% tatsächlich. Was ja zum Glück die Hagelversicherung am Ende übernimmt. Trotzdem ist es schade. Man sieht es ja, wie grün das hier unter den Stoppeln ist. Das ist zum Großteil wirklich alles kleiner Raps, der ausgefallen ist, der eigentlich im Dröscher landen soll. Aber gut, wir sind dann nun mal der Natur ausgesetzt, können das nicht ändern, müssen damit leben. Sind natürlich sehr dankbar, dass das heutzutage alles versichert ist. Wir haben die Flächen abgeflogen mit einer Drohne. Haben hier auf den knapp 400 Hektar um die 200 Wildschweine gezählt. Eigentlich kann man sagen, in jedem Schlag ist eine Rotte drin mit, naja, so weiß nicht, 15 bis 20 Stück. Also, das ist auch nochmal Action, die dazukommt. Vorteil im Standort ist, dass es hier in der Regel feuchter ist als unten in Magdeburg in der Börde. Das macht den Betriebsstandort hier aus und von der Vegetation ist mal 2 Wochen zurück. Das heißt, wir bewirtschaften beide Betriebe mit einem Maschinenpark, mit den gleichen Mitarbeitern und pendeln sozusagen hin und her, was aber gut reinpasst, dadurch, dass hier die Aussaat 2 Wochen früher ist, aber die Ernte 2 Wochen später. Und auch im Frühjahr mit Pflanzenschutz fangen wir hier wieder 2 Wochen später an, weil der Winter einfach kälter ist. Wir müssen jetzt im Herbst immer zusehen, dass die Saat früh in den Boden kommt, bevor sozusagen der erste Frost, der erste Winter hier eintrifft. Genau, das macht die Landwirtschaft hier oben im Harz ein bisschen komplizierter, nicht so einfach wie in Magdeburg. Aber wie gesagt, durch die höheren Niederschläge kann man durchaus sagen, dass sich das hier lohnt, dass das gut in den Betrieb reinpasst.
Ja, ich bin Maverick, 20 Jahre alt, arbeite bei Schrader Agrar, habe hier auch gelernt, den Beruf Fachkraft Agrarservice und ja, bin hauptsächlich für die Aussaat, für Landschutz zuständig und jetzt seit letztem Jahr auch im Mähdrusch mit tätig. Mit den beiden Dröschern haben wir ungefähr eine Hektarleistung pro Stunde von 10 Hektar zusammen. Ich mache jetzt hier gerade 5,5, 5,6 Hektar die Stunde. Gut, mit Umdrehen und so weiter kann man noch ein bisschen was abziehen. Also ich sage, mit 5 Hektar die Stunde kommen wir da ganz gut hin. Ertrag zeigt er jetzt 4,3 Tonnen an, jetzt geht es runter wieder auf 3,8. Das schwankt natürlich, jetzt waren wir gerade in der Senke, da ist es ein bisschen besser. Hier oben auf dem Kopf wird es wieder schlechter. Verluste spielen auch gerade ein bisschen verrückt. Das kommt aber auch, weil der Dröscher bergauf fährt. Jetzt müsste ich theoretisch die Siebe mal ein bisschen aufmachen. Da fallen uns die Körner ein bisschen von den Sieben runter. Das ist auch nochmal so ein kleiner, ja, das macht nicht so einfach hier in den Bergen. Hier kann ich meine Haspel mit hoch und runter stellen, vorwärts und rückwärts machen. Zum Beispiel jetzt kann ich jetzt ein bisschen runter machen, dass ich den Raps wieder reinkriege. Dann habe ich hier Notaus für das Schneidwerk. Also wenn ich jetzt quasi normal ausmache, dreht das nach und hier geht er sofort an. Dann habe ich hier hinten zwei Knöpfe für das Rohr zum Ein- und Ausschwenken. Dann den Knopf zum Entleeren. Hier habe ich meine Hubwerkseinstellungen. Hoch und runter machen für das Schneidwerk und hier Lenksystem anschalten und Cruise-Piloten anschalten. Das ist für meine Einstellungen, für den Dröscher, für die Siebe, Rotor, Trommel, Wind, Dröschkorb und die Empfindlichkeiten der Verlustanzeige. Und hier habe ich nochmal so ein Untermenü für meine Schneidwerkshöhen, Haspeldrehzahl oder für meinen Häcksler hinten, für meine Rotorklappen und für den Cruise-Pilot, wenn ich ihn aktiviert habe. Aber hier ist jetzt der Überladewagen. Kann man nebenbei mal ganz gut gucken, was der gerade macht. Der steht ja jetzt schon seit 2 Minuten, 53 Sekunden, 58 Sekunden. Ich denke mal, dass er gerade überlädt. Dann kann man ein bisschen einplanen, schafft er das noch zum Abbunkern zu kommen oder nicht. Wir sind jetzt hier hinten. Genau. Das hier der 6250R, der die Mulde hinter hat, der das Getreide zum Hof bringt. Genau, ja. Genau, wir haben jetzt die Feldgrenze einmal eingemessen. 26,66 Hektar. Und hier habe ich ja meine Spuren
die wir auch am Computer erstellt haben. Sagen wir die Feldgrenze ausgemessen und am Computer die Spuren angelegt. Das sind sozusagen die Fahrspuren, sind die grünen. Kann ich jetzt auch noch auf Plus drücken, dann verschieben die sich noch mal ein bisschen. Dann habe ich ein paar mehr blaue. Ist jetzt hier beim Dröschen uninteressant. Beim Spritzen könnte ich mir die sozusagen in meine Fahrgasse legen, dann weiß ich, da muss ich rein. Oder beim Drillen, dann weiß ich, hier muss ich jetzt eine Fahrgasse sehen. Aber beim Dröschen ist es ja unrelevant. Dann mache ich das einfach mal eine blaue, eine grüne, dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Ne? Gerade wenn man umdreht oder einen Durchbruch macht, dann kann man schneller zählen.